Hallo, mein Name ist Ahmad und in diesem Video erkläre ich dir kurz alles Wichtige zum Rat der Europäischen Union. Dabei gebe ich dir zuerst ein paar allgemeine Infos. Im Anschluss erkläre ich dir dann den Aufbau des Ministerrats und seine Aufgaben. Legen wir los! Die grundlegende Rolle des Rats der Europäischen Union ist die Repräsentation der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Der Rat ist sozusagen die Stimme der Regierung. Gegründet wurde der Rat der EU 1958 als Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also noch vor der Gründung der EU selbst im Jahre 1993. Sein Hauptsitz ist in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Der Rat der Europäischen Union hat keine festen Mitglieder. Es kommen immer die EU-Fachminister des zu debattierenden Themas zusammen, um gemeinsam Lösungen auszuarbeiten. Das bedeutet, dass sich pro Zusammenkunft die 27 Minister der jeweiligen EU-Staaten beraten. Wenn es zum Beispiel um Finanzen geht, kommen die 27 Finanzminister der EU-Staaten zusammen. Der Rat der Europäischen Union ist in insgesamt 10 Politikbereiche unterteilt. Allgemeine Angelegenheiten, auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen, Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher, Wettbewerbsfähigkeit, Verkehr, Telekommunikation und Energie, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt und Bildung, Jugend und Kultur. Jetzt stellt sich noch die Frage, wer die Zusammenkünfte der 27 Minister überhaupt leitet. Das ist immer einer der 27 EU-Minister selbst, außer im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Dafür ernennt der Europäische Rat für den Zeitraum von 5 Jahren einen hohen Vertreter. Dieser ist gleichzeitig der Vizepräsident der Europäischen Kommission. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die EU in allen Organen auf dieselben außenpolitischen Ziele ausgerichtet ist. In allen anderen Bereichen übernimmt jedoch einer der 27 Minister den Vorsitz, aber natürlich nicht für immer. Der Staat, der den aktuellen Vorsitz trägt, wechselt alle 6 Monate. Um reibungslos zusammenzuarbeiten, wird zusätzlich ein Dreiervorsitz mit den nächsten 3 Vorsitzenden gebildet. Diese 3 Staaten planen die Agenda für die kommenden 18 Monate. Also jeweils 6 Monate. Der aktuelle Vorsitzende wird durch die anderen beiden Vorsitzenden aus dem Dreiervorsitz unterstützt. Wir haben gelernt, wie der Rat der EU aufgebaut ist und was er grob macht. Aber was sind ganz konkret seine Aufgaben? Der Rat der EU erlässt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament neue Rechtsvorschriften. Das können Verträge, Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen oder auch Stellungnahmen sein. Im Grunde sind es Vorgaben, wie sich alle EU-Staaten in bestimmten Situationen zu verhalten haben. Weiterhin lenkt der Rat der EU die Politik der Mitgliedstaaten. Zum Beispiel koordiniert und überwacht er die Haushaltspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten. Auch entwickelt der Rat der EU die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei werden die Vorschläge des Europäischen Rats mit einbezogen. Der hohe Vertreter, der dabei den Vorsitz übernimmt, sorgt in der Europäischen Kommission für ein einheitliches Auftreten der EU. Der Rat beauftragt die Kommission im Namen der EU, Abkommen zwischen der EU und Drittländern auszuhandeln. Am Ende entscheidet der Rat über die Unterzeichnung. Der endgültige Beschluss wird dann nach Zustimmung des Parlaments erlassen. Die Zustimmung des Parlaments wird jedoch nur in den Bereichen, die der Mitentscheidung unterliegen, benötigt. Außerdem stellt der Rat der EU gemeinsam mit dem Europäischen Parlament den Haushaltsplan für ein Kalenderjahr fest. Wie du siehst, hat der Rat viele unterschiedliche Aufgaben. Aber wie genau klären die Ratsmitglieder intern, was nun umgesetzt wird? Einfache Antwort: Sie stimmen ab. Die Abstimmungen der EU-Minister sind komplett öffentlich einsehbar. Je nach Tragweite des Themas wird entweder eine einstimmige Entscheidung, eine qualifizierte Mehrheit oder eine einfache Mehrheit gefordert. Die einstimmige Entscheidung und die einfache Mehrheit erklären sich selbst. Eine qualifizierte Mehrheit ist gegeben, falls 55% der EU-Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, dafür stimmen. Um einen Beschluss zu verhindern, müssen nur 4 EU-Länder mit mindestens 35% der EU-Bevölkerung dagegen stimmen. Ich möchte hier nochmal betonen, dass der Rat der EU nicht alles alleine bestimmen darf. Das Europäische Parlament ist dem Rat der EU seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 komplett gleichgestellt. Diese Organe entscheiden gemeinsam über neue Gesetze. Dazu wird das sogenannte Mitentscheidungsverfahren verwendet.
Innerhalb von 3 Lesungen müssen sich die Organe über eine neue Rechtsvorschrift einigen, andernfalls wird sie nicht verabschiedet. Nimm Folgendes aus diesem Video mit. Der Rat der Europäischen Union hat keine festen Mitglieder. Es kommen immer die themenspezifischen Minister der EU-Staaten zusammen. Der Vorsitz wechselt dabei alle 6 Monate. Der Rat lenkt die Politik der Mitgliedstaaten und erlässt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission neue Gesetze. Bei weiteren Fragen hinterlass mir doch einfach einen Kommentar.